Ja, willkommen. Dann machen wir es uns erstmal bequem. Vera Wüllenweber und Manon Garcia, 2 Pilotinnen, ein Ziel. Langstrecke fliegen im A330. Wir machen gerade eine Umschulung vom 320 auf den 330. Sie haben die Lizenz für den kleinen Airbus. Jetzt wollen sie den großen fliegen. Das ist eine ganz andere Dimension als der 320. Doppelt so lang, doppelt so breit, dreifaches Gewicht. 4 Monate Training mit Simulator. Oh, Engine 1, Spool down. Mayday, 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 Ocean 113. Mit viel Theorie Also die Bücher haben insgesamt mehrere tausend Seiten. und Praxis. Im Nacken der Prüfer. Ich schaue mir das dann so an, wie es gemacht werden soll. Ne? Schwere Gewitter auf der Route. Prüfung mit Verspätung. 23:48 Uhr. Der wird immer schlimmer. Und Reifenpanne. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Reifen. Checkflug mit Rückenwind. Schaffst du das Speed zu halten? 1000. Werden sie ihre Tests bestehen? Jacob. 2 Pilotinnen, ein Ziel. Langstrecke fliegen. In France 1919, Cobra 125, das 0, goodbye. Die Zentrale der Discover Airline in Frankfurt. Auch ein Kaffee? Nein, Kaffee nicht mehr. Vielen Nicht Dank. mehr? Ein wichtiger Tag heute für Pilotin Vera Wüllenweber. Heute ist mein Checkflug, mein letzter. Und dann bin ich hoffentlich frei und kann selber fliegen. Alleine, ohne Aufpasser. Wie fühlst du dich? Ein bisschen aufgeregt. Man weiß ja immer nicht so, was zwischendurch passiert, wie das Wetter ist, ob irgendwas Technisches ist, aber ich freue mich. Vera Wüllenweber und Kollegin Manon Garcia sind neu bei Discover. Sie mussten die Airline wechseln, um größere Flugzeuge zu fliegen. Seit Wochen trainieren sie für ihren Traum und haben schon viel geschafft. Wir machen gerade eine Umschulung vom 320 auf den 330. Wir sind auch ein Team im Simulator. Wir machen den Simulator zusammen. You have control. I have Control, Autopilot One fliegt. In der Ausbildung ist der Simulator immer das Anspruchsvollste, wo man viel Stress erlebt, viel Notfälle üben muss. Oh, Engine 1, Spool down. Piloten, so Cabin Crews, müssen bei diesem Type-Specific Training aus Originalhöhe einmal gesprungen sein und gerutscht sein. Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir uns hier versammelt, um den Skill-Test zu machen. Genau. Mit Glanz und Gloria bestanden. Haben sie wirklich sehr gut gemacht. Gut siehst du aus. Sehr schön. Ah ja, danke schön. Fehlt nur noch der Checkflug, die letzte Prüfung. Ja. Vera ist schon Kapitänin. Ich hatte ja Glück, dass ich ganz frisch oder ganz jung Kapitän schon wurde bei der City Line. Ich bin, glaube ich, schon mit 26 Kapitän gewesen. Und daher. Bei der Lufthansa-Tochter Cityline ist sie A320 geflogen, davor A340 und Bombardier CJ&R. Sowie den kleinen Afrojet. Den A330 von Discover durfte sie auch schon fliegen, aber nur mit Ausbilder. Es waren gar nicht Flugstunden, sondern Legs, also Flüge. Es waren 12 Flüge plus 2 der Line-Check jetzt. Also ich war einmal in Afrika und dann Amerika. Man muss beides einmal gemacht haben und dann und der Rest war auch nach Amerika. Und einmal Mallorca hin und her. Das war kurz und knackig. Jetzt fehlt nur noch die entscheidende letzte Prüfung, der Checkflug mit Trainer. Und er hat die Lizenz zum Prüfen. Genau, ich bin der Prüfer, ja, genau. Endet für Vera heute die Umschulung nach 4 Monaten? Ich schaue mir halt heute an, dass die Ausbildung gut gelaufen ist, dass die Procedures, die Verfahrensweisen, die Sicherheitsvorschriften, die Gesetze in dem Sinne alle eingehalten werden, wie sie im Buch stehen. Und dass wir dann die Vera in den normalen Liniendienst entlassen können. Philipp Röder ist Ausbildungskapitän und heute Beobachter. Fliegen müssen die beiden. Vera und ihr Kollege First Officer Markus Offermann. Für ihn interessiert sich der Prüfer heute nicht. Er hat Vera im Fokus. Stand auch drin, die Vera ist heute Pilot in Command. Ja? Das ist ihr erster Flug, wo sie mit ihrer Unterschrift gerade stehen muss. Ja?
Gerne. Das sollte ich mir noch mal überlegen. Noch kann ich hier raus. Apropos raus. Vera fliegt heute nach Afrika. Die sind alle gut. Bisher war es der Trainer, der die Verantwortung hatte. Das war zum Beispiel am Boden vom Startabbruch, dass beide das ausrufen dürfen. Und jetzt ist es so, dass der Kapitän das ausruft. Und das sind so ein paar. Oder wenn irgendwas ist, muss ich die Reports schreiben. Genau. Und ja, wenn irgendwas wäre, müsste auch ich vor Gericht gerade stehen. Das ist dann der große Unterschied. Ja, gerne. Auch für ihre Kollegen in der Kabine ist Vera verantwortlich, inklusive Wohlbefinden. Bestechung für die Crew. Schokolade für die gute Laune. Tradition auf besonderen Flügen wie heute. Ja, willkommen zum Windhoek heute Abend. Flugzeit 9 Stunden 40. Wir sind vor der Zeit da, haben allerdings einen Slot hier. Und der ist momentan 2 Stunden fast später. Also nicht ganz mit Rollen noch, aber ich sag mal 1,75 Stunden später. Das liegt an dem Wetter über den Alpen. Da stehen noch Gewitter. Wir sind aber dran, dass wir meistens verbessert sich das. Also ich denke, der wird noch angepasst werden. Ein Slot ist eine genaue Uhrzeit, wann ein Flugzeug starten darf. Vergeben werden Slots von Eurocontrol in Brüssel. Die Lotsen überwachen den Flugverkehr in Europa und damit auch über den Alpen. Wird ein Slot für einen Flieger aus Frankfurt vergeben, informiert Eurocontrol die deutsche Flugsicherung in Langen. Hallo? Und den Tower. Die melden den Slot, die Startzeit, an die Piloten. Heute an Vera. Jetzt geht's los. Wunderbar. Alle da? Ja. Super. Slot hin oder her. Vera freut sich auf ihren Checkflug. Hauptsache, sie starten vor 23 Uhr. Dann wäre Nachtflugverbot und ihre Prüfung müssten sie verschieben. Das haben wir gerade erfahren, der Slot hat sich noch verschlechtert. Aber wir arbeiten dran. Ihr kommt noch vorher raus? Ja, das müssen wir klären. Momentan ist der Slot zu spät eigentlich, aber das klären wir noch. Okay. Das würde heißen, hier bleiben. Ja, ich denke nicht. Also wegen Wetter werden die uns, glaube ich, nicht am Boden lassen. Das ist ja nicht von uns verschuldet worden. Aber ich hoffe mal, dass er sich noch verbessert. Airlines können eine Sondererlaubnis beantragen für einen Start nach 23 Uhr. Vorausgesetzt, sie sind nicht schuld an der Verspätung. Diese Erlaubnis möchte Vera und ruft ihre Kollegen im Flugbetrieb an. Schauen wir mal. Schließlich möchten 230 Passagiere in den Urlaub und Vera ihren Checkflug bestehen. Okay, weil der war eben sogar noch später, dass wir erst nach 23 Uhr raus können. Und das ist ja eigentlich nach Schließung, ne? Kommen Sie heute noch weg? Was sagen die Kollegen vom Flugbetrieb? Sie arbeiten dran und sie sagen, aber heute sind unsere Chancen gut, dass wir auch nach 23 Uhr noch starten dürfen, weil das ja Wetter ist und nicht selbst verschuldet. Doch gute Chancen sind keine Garantie, sagt Vera, die heute Morgen noch mit Kollegin Manon telefoniert hat. Sie hat mir noch viel Glück gewünscht. Ja. Und bei ihr geht es ja jetzt auch bald los, zum Glück. Erstmal mit Simulator nochmal und dann geht das hoffentlich zügig bei ihr auch durch. Drücken wir die Daumen. Ja. Manon ist heute Morgen nach Mallorca gestartet. Einer ihrer letzten Flüge vor der Prüfung, dem Checkflug, den sie auch mit Ausbildungskapitän Philipp Röder haben wird. Genau, perfekt. Ja. So, ich gebe erstmal meine Bestechung ab, bevor sie geschmolzen ist. Oh, schön. Ja, willkommen. Dann machen wir es uns erstmal bequem. Vera sitzt natürlich vorne links und im Nacken ihr Prüfer. Ich sitze hier hinten auf dem Observer Seat und wie ich das erwähnt hatte, schauen wir das dann so an, wie es gemacht werden soll. Ne? Vera hat neue Nachrichten von Eurocontrol. Der Slot ist fort. 23:48 Uhr.
Der wird immer schlimmer, kann das sein? Hier haben wir ein CTO T2137. Warum ist ein Flug über die Alpen heute so schwierig? Weil sich da dann alles staut. Für die ganzen Flieger, die Richtung Süden starten, ist der Platz natürlich, der dann zur Verfügung steht, wesentlich geringer als sonst, weil die Gewitter einfach ganz viel Platz einnehmen und durch ein Gewitter fliegen ist nicht gut. Deswegen fliegt man drumherum und dann wollen alle drumherum fliegen und dann wird's eng. Die Flugzeuge werden der Reihe nach auf festgelegten Routen per Slot über die Alpen gelotst. Das braucht eben Zeit. Hallo, herzlich willkommen. Sie sitzen auf welchem Platz? Ja, dann einmal bei meinem Kollegen rechts. Die Passagiere ahnen noch nichts von der Verspätung. An Bord mehr Koffer als Passagiere, die Kabine fast ausgebucht und im Cockpit landen neue Slots. Er wird besser. Er passt sich der richtigen Zeit langsam an. Wir haben jetzt momentan 22:56 Uhr, das heißt, wir könnten 22:51 Uhr starten. Aber der wird bestimmt noch besser. Das wird. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kinder, willkommen bei uns an Bord. Ja, wir sind fertig. Wir können auch jederzeit los. Wir müssen uns allerdings noch ein bisschen gedulden, bis wir hier starten können. Der Grund ist ein sogenannter Slot. Das ist eine bestimmte Abflugszeit hier in Frankfurt. Der Grund dafür sind Gewitter über den Alpen. Der Slot war allerdings schon wesentlich schlechter. Er wird immer besser. Momentan sieht es so aus, als wenn wir allerdings noch 40 Minuten hier an der Position verweilen müssen, bevor wir den Pushback starten können. Vielen Dank. Doch daraus wird wohl nichts. Der Slot ist hot, sagt Eurocontrol. Rein. Oh, der ist ja wieder schlechter. Erst um 23:48 Uhr dürfen sie starten. Das wäre Nachschließung des Flughafens. Sie brauchen schnell eine Sondergenehmigung. Der Slot ist schlechter. Schlechter geworden wieder. Natürlich jetzt nach der Ansage, wie immer. Ja, das ist ja perfekt. 21 Grad, 30. Alle Passagiere sind an Bord. Vera lässt die Türen schließen. Sie wollen startklar sein, falls es doch noch einen früheren Slot geben sollte. Slots sind sehr dynamisch, können auch sich schnell ändern, sagt sie. Und sie hat recht. Plötzlich dürfen sie doch starten. Doch ein Reifen hinten scheint defekt, sagt der Rampagent. Er informiert Vera. Ein Reifenwechsel würde Stunden dauern. Das wär's dann mit dem Start für heute. Sicherheit geht vor, deswegen gucken wir ganz einfach mal. Wir stellen schnell die Treppe dran und dann kann der Captain runterkommen und mal gucken. Eine Reifenpanne wäre jetzt ganz schlecht. Die Passagiere müssten ins Hotel und morgen fliegen. Und Vera braucht einen neuen Termin für ihren Checkflug. Techniker von Lufthansa kontrollieren den Reifen. Warnsignale gab es keine im Cockpit, sagt Vera. Druck und Reifen sind in Ordnung. Entwarnung. Der Rampagent informiert das Cockpit. Doch der aktuelle Slot, wir ahnen es, ist fort. Ist natürlich übel gelaufen, weil der hat einen Slot. Jetzt durch diese Irritation hat er einen Slot verloren. Und der auf dann eine heftige Weise 0,31. Aber die arbeiten dran, dass der Slot sich verbessert. Es kann auch sein, dass es in 5 Minuten losgeht. 0:31 Uhr ist zu spät. Die Reise wäre für heute beendet. So, nimmst doch noch mal ein glückliches Ende. Was ein Hin und Her. Jetzt dürfen sie doch starten. Der Flugbetrieb hat mit Eurocontrol gesprochen. Mit fast 90 Minuten Verspätung beginnt endlich Veras Checkflug. Eine Woche später. Selber Flughafen, selbe Airline. Nur im Cockpit sitzt nicht Vera, sondern Manon. Vera hat ihren Checkflug gemeistert. Und Manon? In wenigen Metern endet ihre letzte Prüfung.
Hat auch sie bestanden? Mit ihrem Bruder war sie regelmäßig auf Flugplätzen. Pilotin. Diesen Berufswunsch hatte Manon schon während ihrer Schulzeit. 2020 erhält sie ihre Pilotenlizenz, dann ist Pandemie. 2 Jahre später fliegt sie zum ersten Mal für eine Airline. 3 Jahre lang. Und jetzt ist sie bei Discover. Nach Tampa zufällig? Ja. Ah, ich habe euch gerade gesucht. Manon, hallo. Das ist mein allererster Tag heute. Langstrecke fliegen mit dem A330, ihr großer Traum. Nach Theorie und Training auch auf dem Jumpseat. 8 Flüge habe ich hier gesessen, habe 4 Umläufe mitgemacht. Jetzt rechts vorne auf meinem Lieblingsplatz. Take-off. Nach 16 Flügen mit Ausbildern nun ihr alles entscheidender Checkflug. 4 Monate Umschulung könnten heute zu Ende sein. Hallo! Die mal aus. An Bord auch Prüfer Philipp Röder. Gut, dann machen wir die alle aus. Die ÖRSe sind auch in Limits alles. Dann haben wir es. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Check Dank. to Line ist natürlich klar. Und ja, sind wir happy heute Mittag, oder? Ja, sehr happy. Genau. Sehr happy. Wunderbar. Schön, dass es jetzt endlich losgeht. Nee, ich war wirklich, habe ich ja schon oben im Descent, haben wir das ja schon angesprochen. Also bin wirklich happy und hast gut gemacht, super vorbereitet. Und die kleinen Details haben wir ja alle besprochen, was gut, wo es Improvement noch gibt. Aber das ist alles super gelaufen. Schön, von freut daher mich. machst du jetzt mal Seele baumeln lassen, schön runterfahren und Ehrlich, guckst, dass du mit den Kolleginnen und Kollegen viel Spaß hast. Es ist schön, jetzt durch zu sein. Training macht zwar auch natürlich Spaß, man fühlt sich auch eigentlich schon wie ein volles Crewmitglied, aber natürlich ist immer der Gedanke dahinter, dass man noch im Training ist und dass man natürlich noch wirklich viel Leistung erbringen möchte und noch viel zu lernen hat. Und jetzt ist einfach schön zu wissen, dass man auf einem Stand ist, wo die Firma sagt, wo die Trainer sagen, hier, sehr schön, so kannst du weitermachen. Vorgestern sind sie nach Amerika gestartet. Heute Nacht der Rückflug. Wir hatten jetzt in Orlando recht viel Wetter. Das ist für Florida ja recht bekannt, dass einfach da im Sommer gegen Abend immer viele Gewitterwolken rumstehen. Da mussten wir drumherum fliegen, auch so ein bisschen natürlich die Turbulenzen vermeiden. Und jetzt gerade in Frankfurt ging es dann doch wirklich sehr schnell hier runter, schnell rein. Dadurch haben wir viel Zeit dann wieder aufholen können. Aber es war dann natürlich auch ein bisschen stressiger oder man hat einfach sehr viel zu tun gehabt. Dann nach 8,5 Stunden Flug durch die Nacht ist das natürlich nochmal eine Herausforderung. Philipp Röder hat jedes Flugmanöver, jede Entscheidung von Manon auf dem Hin- und Rückflug beobachtet. Ich habe eine gute Leistung gesehen. Das hat sich auch bestätigt, was ich an Dokumentation habe von den anderen Trainern. Und deshalb mal jetzt einen Gang runterfahren und einfach mal, das hat man ja auch jetzt schon genossen, ja, die Flüge und Umläufe. Aber es ist natürlich jetzt umso schöner. Ein bisschen Druck fällt dann ab und das soll sie einfach mitnehmen und genießen. Und dann wird sie Spaß haben. Es gibt allerhand noch zu erleben. Vera und Manon hatten kaum Zeit zum Reden die letzten Tage. Doch heute ein Muss. Vera möchte natürlich wissen, ob auch Manon bestanden hat. Hi, na, wie geht's dir? Super, sehr, sehr gut. Wie war dein Flug? Wie war der Line-Check? Ja, war ein bisschen chaotisch auf dem Hinweg, bis wir mal loskamen. Aber der Rückflug war dafür dann entspannter. Okay, sehr schön. Hier ist immer Line-Check so ein bisschen. Ach, herrlich. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade zu Hause. Ich habe jetzt eben noch mal kurz geschlafen und Jetzt einmal ausgeruht. Ach, schön. Freut mich echt sehr, das gehört zu haben von dir. Und wir sprechen uns dann demnächst mal in Ruhe, okay? Super. Dann bis dann. Ja, super. Ciao. Dankeschön. Die Umschulung ist für beide beendet. Traumziel erreicht. Am meisten freut sich Manon. Jetzt erstmal auf mein Bett und ich trinke später noch mit meiner Familie. Da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Und ich habe jetzt ein paar Tage frei, das ist schön. Und dann hoffe ich sehr, dass wir möglichst bald dann Vera und ich auch zusammen fliegen können, dass wir unseren ersten gemeinsamen Flug machen können. Dafür müssen wir beide noch ein paar Stunden sammeln, aber das sollte in den nächsten Monaten funktionieren. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns im Cockpit wiedersehen. Doch bis sie zusammen fliegen dürfen, muss jeder 150 Stunden Flugerfahrung sammeln, ohne Prüfer. Und du erwischst jetzt noch deinen Flieger? Ja, da muss ich jetzt Gas geben. Ja.
3 Monate später. Manon und Vera dürfen endlich zusammenfliegen. Ihr erster gemeinsamer Flug als A330-Pilotinnen auf der Langstrecke. Super, wir stehen auf Charlie 14. Gibt es einen Pushback, wahrscheinlich die Nase nach Westen. Super, perfekt. Super. Dann gehen wir jetzt raus. Manon ist auf dem Weg zum Outside-Check. Bitte nach. Okay, rufst du Vera vorne an und sagst Bescheid? Ja, perfekt. Ganz kurz. 14 A330 hat die Airline. Manon darf sie alle fliegen. Ist ein sehr, sehr großer Flieger. Also im Vergleich gerade zum 320 nochmal ganz andere Klasse. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Freue mich jedes Mal, wenn ich hier einmal außen rumgehen darf. Dafür hat sie monatelang trainiert. Jetzt ist sie am Ziel ihrer Träume angekommen. Ihr früherer Vogel, der A320, passt hier zweimal rein. Der Flieger hat eine Spannweite von etwas über 60 Metern, ungefähr auch so lang. Das ist jetzt unser 300er Modell, das heißt ein Stückchen länger als unsere 200er. Und ja, damit fast doppelt so lang, doppelt so breit, fast wie der 320 und fast das Dreifache oder über das Dreifache Startgewicht. Das ist normal eine ganz andere Hausnummer. Und macht 3-mal so viel Spaß. Spanien, Griechenland, das war gestern. Jetzt nur noch Afrika und Amerika. Das Ziel heute? Tansania, Sansibar. An Bord 290 Passagiere. Ausgebucht. Das heißt auch, der Flieger ist ziemlich schwer. Wir berechnen die Take-Off-Daten, die Take-Off-Speeds. Wann wir den Start spätestens abbrechen können, bis zu welcher Geschwindigkeit und wann wir rotieren müssen. Und wie viel Stop-Margin wir dann im Prinzip am Ende noch haben, falls wir den Start abbrechen, ob wir am Ende der Bahn zum Stehen kommen wieder. Was aber immer klappt in Frankfurt. Alexander Korn ist Kabinenchef. Wenn er eins nicht leiden kann an diesem Flieger, dann ist das die Tür vorne links. Ja, manchmal ist es wirklich der Wahnsinn. Cabin Crew, all doors in flight. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich im Namen der gesamten Besatzung bei uns an Bord begrüßen. Mit mir im Cockpit meine Kollegin Manon Garcia. Und zusammen werden wir heute nach Sansibar fliegen. Machen Sie es bequem bei uns an Bord, genießen Sie den Flug mit uns, genießen Sie den Start in Ihren Urlaub bei uns an Bord. Ich hoffe, Sie können ein bisschen entspannen und ich melde mich dann morgen früh während des Sinkfluges nochmal bei Ihnen mit dem aktuellen Wetter. Vielen Dank. Geht das? Sorry. Schönen Abend, vielen Dank. Ciao. Ich habe gerade die wichtigen Dokumente, die der Rampagent von uns braucht, habe ich rausgeworfen. Einen Teil behalten wir, der andere Teil geht an den Rampagenten und wird dann sicher verwahrt. Das ist ein normaler Prozess, ne? Das ist ein ganz normaler Prozess, ja. Genau, dadurch, dass wir hier halt schon die Brücke abgezogen haben und die Türen alle zu sind, müssen wir das irgendwie an den Rampagenten geben und dann wird es aus dem Fenster geworfen. Und? Startklar? Tatsächlich alles super. Nicht wie bei deinem Checkflug? Nee, nicht so wie bei meinem Checkflug. Das brauche ich auch heute nicht. Wir wollen ja ankommen heute, ne? Wir tun unser Bestes. Jetzt warten wir noch darauf, dass die Bodenmitarbeiter fertig sind, der Flieger soweit freigeräumt ist, dass dann nochmal ein Outside-Check gemacht wurde. Und sobald die dann fertig sind, fragen wir beim Bodenlotsen nach, ob wir dann uns zurückstoßen lassen dürfen. Da geht noch einer an uns vorbei. Wir müssen noch einen Moment warten. Da sind wir an diesen Positionen hier. Ja, das ist immer blöd, ne? Ja. Ich habe selten, dass du direkt rauskommst. Und sobald die vorbeigerollt ist, dürfen wir zurückstoßen. Die Nase nach Westen dann bitte.
Im Cockpit machen sie jetzt die Nacht zum Tag. Wir machen jetzt die Nacht durch, genau richtig. Es ist anstrengend, also man merkt es dann auch auf jeden Fall, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und ich glaube, jeder entwickelt da eine gute Strategie, dann einfach für sich selbst damit umzugehen. Ich habe jetzt zum Beispiel noch mal vor dem Flug geschlafen. Vera hat ja recht lang heute Morgen geschlafen und man kommt da eigentlich sehr gut dann irgendwann mit klar. Dann geht die Nacht auch ganz schnell rum. Und wir haben einen Tagesflug zurück, das hilft auch. Das hilft auch. Das ist ganz angenehm dann. Ja. Das Beste in dem Flugzeug ist der Scheibenwischer. Da ist der, glaube ich, bei jedem Fiat Uno besser. Wie man sieht, völlige Fehlkonstruktion. Ich habe keinen Flieger geflogen, wo das funktioniert hat, wo der was gebracht hat. Die Parkbremse ist gesetzt. So, er dreht sich um und er zeigt einen Daumen. Siehst du noch? Ja, ich sehe ihn. Clear left side. Clear right side. Man merkt, der ist schwer. 230 Tonnen wiegt heute der vollgepackte Airbus. So schwer wie 50 Elefanten in Tansania. Bei so einem Wetter macht es noch viel mehr Spaß, dann hier rauszufliegen, weil man weiß, so, lassen wir hinter uns. Ich freue mich auf den Winter dieses Jahr. Oh, das wird toll. Ja. Ich glaube, dann macht die Langstrecke noch mal mehr Spaß als im Sommer. Auf jeden Fall. Taxi checklist. Taxi, flight controls. Sind checked. Radar and predictive wind shear system. Ist on in Auto. EK-Memo. Take off no blue. Taxi check is complete. Approaching 1-8. Prepare for departure. Okay. Alle ready? Ready. Dann take off. D1. Rotate. Positive. Ja. Ja. 20 Minuten später haben die Pilotinnen den Airbus auf Reiseflughöhe gebracht. 10 Kilometer über der Erde. Kurs Süden. Die Route vorbei an München und Wien und weiter Richtung Ägypten. Hier diesen Zipfel. Hier unten wird es dann interessant. Das Rote sind alles Gebiete, die wir nicht durchfliegen dürfen. Und dann gibt es hier im Prinzip so einen Korridor, den wir runterfliegen können. Das ist zwischen Ägypten und Jeddah. Und dann geht es hier einfach im Prinzip komplett nach Süden über Addis Abeba ist hier. Da ist Mombasa und dann weiter nach Sansibar. Da haben wir es dann geschafft. Es wird immer enger, die ganzen Korridore, durch die man fliegen kann, durch die ganzen Krisengebiete. Service bis ins Cockpit liefert Vielen Dank. Alexander Korn. Darf sonst was für euch sein? Moment. Könntest du mir hier einen schwarzen Tee reinmachen mit ein bisschen Milch? Ein Beutel reicht vollkommen, kannst du auch gern drin lassen. Dankeschön. Ja, so ein kleiner Schuss. Danke. Ich hab noch alles, danke. Okay, alles klar. Bis später. Purser Alexander weiß, gute Stimmung beginnt ganz vorne im Flugzeug. Ob mit einer Tasse Kaffee oder einem Liter Tee für Manon, spielt für ihn keine Rolle. Das ist der Tee für die Manon, richtig. Eigentlich wollte er Schauspieler werden, doch die Fliegerei hat ihn mehr fasziniert. Jetzt spielt er in Werbespots kleine Rollen und fliegt um die Welt. Ich habe angefangen im Oktober 2018 bei einer anderen Airline. Genau, und bin hier jetzt auch relativ seit Anfang an dabei. Also habe wirklich von dem ersten Flugzeug bis heute alles miterlebt, die ganze Entwicklung von der Airline. Ja, also es ist schon krass, ne? so eine Entwicklung mitzuerleben von einer ganz neuen Airline. Aber auch echt was Besonderes und echt cool. Und ja, genau. Aber die Zeit vergeht ja auch wie im Flug. Ne? Also da weiß man wirklich, woher das Sprichwort kommt. 24. Juli 2021. Mitten in der Pandemie feiert die Airline ihre Taufe. Ihr Erstflug Frankfurt-Sansibar. Im Angebot damals ein Flugzeug, ein Reiseziel, 500 Mitarbeiter.
Der Flughafen feiert jede neue Airline. Auch Flugzeugfans, Spotter werden eingeladen und bekommen eine exklusive Tour. Zwei Jahre später, die Airline ändert ihr Design, vergrößert ihre Flotte, erweitert das Streckennetz. Im Angebot jetzt 30 Flugzeuge, 60 Ziele, 2200 Mitarbeiter. Und nach Sansibar fliegen sie immer noch. Wie Manon und Vera und ihre Passagiere in Cocktaillaune. Das sind unsere Cocktails. Die sind schon vorbereitet. Ja, das ist jetzt ein Daiquiri. Ein kubanischer Cocktail mit Rum, Limettensaft und Zucker. Abgefüllt und abgepackt. Selber mixen, zu aufwendig in der kleinen Bordküche. Zweimal Daiquiri. Cocktails im Cockpit sind streng verboten. Tee und Kaffee sind das beste Mittel gegen Müdigkeit für den Nachtflug, sagt Manon. 6:42 Uhr deutsche Zeit, also jetzt noch ca. 8 Stunden, 10, 20. Genau, noch eine ganze Weile jetzt durch die Nacht. Sie funken und navigieren, haben aber auch Zeit für persönliche Gespräche. Wir haben uns jetzt wirklich viel zu erzählen. Wir haben uns jetzt wirklich seit dem Simulator eigentlich einmal kurz in der Bay getroffen, aber das war's. Ocean 130, climbing flight level 290. Ruhe in der Kabine. Die meisten schlafen schon. 4 Stunden später. Sonnenaufgang mit Gewittern. Ja, hast du ein paar kleinere Gewitterzellen. Die sind aber sehr isoliert, da kann man super drum rumfliegen. Da war aber auch einiges drin los. Also man hat sehr, sehr viele Blitze und sehr viel Aktivität da sehen können. Aber wie gesagt, klein kann man einfach drum rumfliegen. Gar kein Ding heute. Langweilig wird ihnen nicht. Das satellitengestützte Navigationssystem wird auf ihrer Route gestört. Wir haben kein GPS mehr. Das ist aber das Gebiet. Es ist immer so ein bisschen spannend, ob man das bekommt oder nicht bekommt. Bis jetzt sind beide GPS weg. Aber wir haben ja noch andere Navigationsmöglichkeiten. Von daher sind wir da ganz entspannt. Aber ja, man muss halt immer so ein bisschen checken, ob wir noch auf der richtigen Route sind. Das ist von den Kriegsgebieten drumherum. Da werden die abgeschaltet, dass man sozusagen nicht mehr geortet werden kann. So ist das dann. So hat man dann was zu tun auf so einem Nachtflug. Zum Beispiel nach Flugzeugen Ausschau halten. Sie sehen sie auch auf dem Radar, aber sicher ist sicher. Nach was suchen Sie genau? Nach dem Flugzeug, was uns entgegenkommt. Manchmal sieht man die relativ spät. Der ist unter uns und der kommt wahrscheinlich bei dir da vorbei. Da. Da ist er, ja. Ich sehe ihn. Ein ganz Stückchen rechts von uns. Ja. Die Nacht war etwas unruhig in der Kabine, erzählt Purser Alexander. Sie haben 3 kranke Passagiere. Ja, der Medic. Aber wir haben alles im Griff. Nee, der Dame, der war jetzt ein bisschen warm. Es war auch generell recht warm in der Kabine. Ich habe jetzt mal ordentlich kühler gemacht. Sanitäter sind unter den Gästen. Sie konnten helfen. Genau, die Sanitäter schauen die sich jetzt auch noch mal an. Aber die haben aber echt was verdient, wenn die ja, wir haben sie auch schon ordentlich versorgt. Okay. Sehr gut. Genau, aber soweit geht sie gut. Also die hatte ein bisschen Schwindel. Die Pilotinnen waren von Anfang an informiert über die Medicals. Im schlimmsten Fall wären sie gelandet. Seit 8 Stunden sind sie unterwegs. Ging doch erstaunlich schnell, dadurch, dass man halt hier auf der Strecke auch eigentlich immer was zu tun hat. Man hört es ja auch im Hintergrund. Wir sind öfter am Funken als es über dem Nordatlantik. Mit den Gewittern, mit den GPS. Da haben wir einfach immer was zu tun und ja, dementsprechend kommt da die Müdigkeit gar nicht so richtig auf.
herrlich. Also ich persönlich bin so ein riesen Sonnenaufgangsfan und das ist total schön. Das macht es dann auch eigentlich wieder wett, alles, was man dann so durch die Nacht machen musste. Da wird man auch wieder wacher, finde ich, direkt. Für romantische Sonnenaufgänge hat er heute keine Zeit. Alexander muss Frühstück machen. Es sind einige Brötchen, aber wir sind ja heute wirklich sehr, sehr voll in der Business Class. Komplett ausgebucht. Da braucht man natürlich auch viele Brötchen und Brezel. Brot haben wir ja auch noch da. Espresso, Rührei, Obstplatte für 30 Gäste. Alexander und sein Team haben gut zu tun. Und in den ganzen Trubel mischt sich Vera. Hilfst du mit hier in der Kabine? Eigentlich sozusagen dein Arbeitsplatz woanders? Ich verwöhne jetzt meine Kabine und mache den Cappuccino. Machst du das häufiger? Auch mal was bekommen. Ja? Ja, wenn ich Zeit habe. Und Manon schafft allein vorne? Manon schafft das alleine. Okay. Die kriegt ja dafür ein Cappuccino gleich. Als Belohnung. Und die Kuh. Wie viel machst du jetzt? Wie ist deine Liste jetzt, dein Auftrag? 5 Stück. Ich bin jetzt mal beschäftigt. Zanzibar, good morning, Ocean 130 Heavy, passing flight 85 to 70 upward. Ganz allein ist Manon dann doch nicht. Sie hat ja noch einen Kollegen im Hintergrund. Der Autopilot fliegt und wir beobachten den Autopilot und füttern ihn mit Informationen oder wenn wir eine Abkürzung bekommen. Und solange alles normal läuft, ist es ausreichend, wenn derjenige, der vorne ist, fit ist, dass er alleine ist. Das schafft er dann im Reiseflug. Und wenn irgendwas wäre, würde Manon mich anrufen und dann wäre ich ja auch in einer Sekunde wieder vorne. Mit Cappuccino natürlich. Alexander serviert warme Brötchen. Und die Pilotinnen genießen den Ausblick auf den größten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. 5900 Meter hoch. Sie sind schon über Tansania. Gleich haben sie es geschafft, das zeigt ihnen auch dieser Pfeil. Ein Pfeil, bei dem der Airbus berechnet hat, wo der beste Punkt wäre, an dem wir unseren Landeanflug starten, bzw. den Sinkflug starten sollen. Und auf der Langstrecke sieht man den nach einer sehr, sehr langen Zeit erst. Und dementsprechend haben wir ihn auch Spaß, nennen wir ihn ab und zu Feierabendpfeil, weil sobald der ins Bild kommt, weiß man, so jetzt haben wir noch Stunde ungefähr, ein bisschen länger vielleicht, je nach Anflugroute, die wir da haben. Und da freut man sich dann immer natürlich. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Kapitänin nochmal mit ein paar weiteren Informationen zu unserem Flugverlauf. Wir beginnen in Kürze unseren Sinkflug Richtung Sansibar. Das Wetter in Sansibar, ja, bewölkt mit 25 Grad Celsius. Und ich will mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dem medizinischen Personal bedanken. Vielen, vielen Dank auch aus dem Cockpit. Wir schätzen das wirklich sehr, dass Sie da so selbstlos eingegriffen haben und geholfen haben. Vielen Dank. Noch 100 Kilometer bis Sansibar. Vor der Insel toben heftige Gewitter, mitten auf ihrer Flugroute. Ja, wir fliegen so einmal um die Wolke noch herum, die hier rechts ist, und gehen dazwischen durch. Dann im Prinzip hier durch und dann wieder Richtung Ockpol gleich. Weit weg von den Unwettern. Nah dran wäre nicht so komfortabel. Nee, das scheppert dann so ein bisschen. Das mögen die Leute hinten nicht so. Gerade die ganz hinten sitzen, da scheppert es nämlich am meisten. Da sieht man sogar ein bisschen was. Oh, wie schön blau ist da der Strand aus. Mhm. Traumhaft, ne? Hier down. Continue landing. Economy mode. Landing no blue. Landing check is complete. 100 above. 100.
50, 40, 30, 20, retard, 5. Spoiler. Tja, was ist denn für ein Wetter hier? Perfekt, ich habe mal anders erwartet. Ich hätte noch eine After-Landing-Checklist. Sehr gerne. After-Landing, wait and predict the wind shear. Nee, ist offen. After-Landing-Checklist complete. Danke dir. Dann gerne Parking Checklist. Parking Backward Shocks. Parking Brake is on. Engines. Sind off. Fuel pumps. Off. Parking Checklist complete. Super, ich danke dir. Ja, danke dir. Ein Vergnügen. Das war echt sehr kurzweilig für den langen Nachtflug. Yeah, let's go to the beach. Morgen haben wir frei, also heute, wenn wir dann ausgeschlafen haben, den Nachmittag noch und dann morgen den ganzen Tag und übermorgen früh geht's zurück. Wir wollen alle zusammen morgen eine Bootstour machen. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf mit hoffentlich schnorcheln gehen und einfach so ein bisschen das schöne Wetter genießen, wenn es dann schön wird. Laut Wettervorhersage stört der Regen nur heute. Kollegen von Manon und Vera fliegen den Airbus in 2 Stunden zurück nach Frankfurt. Die Pilotinnen und die Crew haben Feierabend. Sie fahren ins Hotel. Sansibar ist eine Insel in Ostafrika. 1,8 Millionen Menschen leben hier. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle. Besonders beliebt die kilometerlangen Strände. Dahin zieht es auch Vera und Manon, nachdem sie ausgeschlafen haben. Spaziergänge am Strand können sie jetzt jede Woche haben in Afrika oder Amerika. Es ist gerade Herbst und schlechtes Wetter in Deutschland. Wir sind hier in der Sonne. Ich meine, was wünscht man sich mehr und das beruflich? Es ist auf jeden Fall ein großer Schritt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn einfach jetzt schon gehen darf. Und natürlich kommen da noch weitere mit vielleicht Senior First Officer oder CRP, Kapitänswerdung irgendwann. Aber es ist ein sehr, sehr großer Schritt und ich bin so dankbar, das jetzt machen zu dürfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal auf die Langstrecke zurückkomme, weil das bei der Cityline ja dann damals weggenommen wurde und ein Riesenpolitikum auch war. Und es war klar, dass ich nur noch Kurzstrecke fliegen werde. Und es war für mich eine Riesenchance und ich bin total happy. Es ist für mich auch so ein bisschen das Ende meiner Karriere natürlich. Es geht so langsam in die letzten 10, 15 Jahre rein. Und es ist einfach toll, wenn man das nochmal erleben kann. Here, left side. 2 Tage später, Rückflug nach Frankfurt. Rechts ist alles frei. For departure. Bald sind sie wieder am Strand. Vera in Mombasa, Manon auf Mauritius. Dann Take-off. Damit wäre auch die Frage geklärt, warum viele Pilotinnen und Piloten oft braun gebrannt und erholt aussehen. Langstrecke macht's möglich. Positive climb. Ja.